Im heutigen Video zeigen wir euch eine absolute Weltneuheit, denn wir befinden uns gemeinsam mit M-Performance bei KW. Und das, Leute, wird ein absolutes Highlight. Wir dürfen euch hinter die Kulissen mitnehmen, euch hautnah alles zeigen. Seid gespannt, wir legen los. Leute, wir befinden uns bei KW und wir sind auf einer ganz speziellen Mission, denn wir werden heute eine Weltneuheit zu Gesicht bekommen, ganz exklusiv auf unserem Kanal, erstmalig weltweit, und auch zum ersten Mal wird dieses Produkt in einem Straßenfahrzeug verbaut. Also Leute, es wird richtig, richtig wild. Wir werden schon erwartet. Post ist erledigt. Ja, servus. Und jetzt? Fertig? Ich glaube, jetzt sind wir bereit. Ja. Fertig mit der Post? So, Ja, servus nochmal erstmal. hi. Servus. Ja, wir haben euch schon fleißig am Arbeiten sehen. Ja, wir haben schon hier mitgearbeitet. Also erstmal willkommen bei KW in Fichtenberg. Jetzt werdet ihr euch wundern, warum hier zwei BMW-Mitarbeiter in Fichtenberg stehen. Aber es gibt einen Grund, Michi. Und du hast ja im November schon das erste Teaser-Video von unserem M-Performance Track Kit gepostet. Und bist auf diese zwei Hauptbestandteile auch eingegangen. Einmal das Thema Fahrwerk und einmal das Thema Aero. Und heute schauen wir uns mal das Thema Fahrwerk im Detail an, ja, wo wir im Entwicklungsprozess stehen. Und da gibt es natürlich keinen besseren Ort als bei unserem Entwicklungspartner KW hier in Fichtenberg. Genau, und ich habe es auch gerade schon ganz kurz angeteasert. Es ist ja wirklich eine Weltneuheit, die es erstmalig mit Straßen zu lassen gibt. Also ich bin richtig, richtig gespannt. Würde mal sagen, dann gehen wir mal rein, oder? Lass mich aber noch ganz kurz hier den Jörg Weiliger, den habe ich nämlich extra aus München mitgenommen. Auf jeden Fall. Ich habe Jörg nämlich auch gerade schon kurz angeteasert, Genau. weil du bist ja auch wirklich viele Rekorde schon gefahren, was Thema BMW M-Fahrzeuge angeht, korrekt? Ja, genau. Das ist immer dann das Zuckerchen auf der normalen Abstimm- und Entwicklungsarbeit. Dann auch diese Fahrzeuge auf der Strecke zum Rekord fahren zu dürfen. Bin ich auch super stolz darauf, das machen zu dürfen. Genau, ja. Und jetzt war eben eine meiner Tätigkeiten im letzten Jahr, die letzte Zeit, auch das Thema M-Performance Track Kit mit dem M2 zu entwickeln. Deswegen ist der Jörg ist nämlich ein ganz wichtiger Mann für uns heute, weil ich werde ihm nämlich einige Fragen stellen. Wirklich einige spannende Fragen, die mich und ich denke uns alle sehr interessieren werden, was das ganze Thema Fahrwerk und generell auch das Fahrzeug angeht, was da so bald kommen wird, Leute, denn das wird richtig, richtig wild. Ich würde sagen, wir verlieren gar nicht weiter Zeit. Wir gehen jetzt mal rein. Du gehst vor oder ich gehe vor? Komm. Ja, ich glaube, ihr kennt euch besser aus als ich, weil ich bin das erste Mal hier. Jetzt gucken wir mal. Servus. Jetzt? Jürgen, hallo, servus. Hey, grüß dich, Jürgen. Servus, Michi. Hi, grüß dich. Hi. Ja, danke erstmal, dass wir hier sein dürfen. Ja, herzlich willkommen in Fichtenberg. Für uns eine große Ehre, dich mal hier zu haben und das gemeinsame Projekt heute mal durchgehen zu können. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe schon gesagt, ich bin richtig, richtig gespannt. Weltneuheit und da mal wirklich so ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu dürfen. Also deswegen da auch nochmal ein großes Dankeschön, dass ihr das möglich gemacht habt. Und ich bin richtig, richtig gespannt, das heute mal alles anschauen zu dürfen. Wir legen los, oder, Robert? Schauen wir mal hinter. Auf geht's. Ich bin gerade still, weil ich gerade so alles beobachten muss, alles anschauen muss. Was kann man denn da jetzt so sagen, was unterscheidet dieses Fahrwerk jetzt zu allen anderen oder was macht dieses Fahrwerk, was ins Track Kit eingebaut wird, so besonders? Die Besonderheit ist, dass wir wirklich die Rennsportdämpfertechnologie jetzt auch adaptieren auf ein Straßenprodukt, aber dann natürlich mit den ganzen Regularien, die wir zu erfüllen haben, ein TÜV-Teilegutachten oder ein TÜV-Genehmigungsverfahren, was es jetzt dann ist. Wir haben hier die ganzen Abdichtungen, Staubschutzthemen berücksichtigt, die wir für die Straße brauchen und haben trotzdem einen rein rassigen Renndämpfer von der Technologie. Es ist ein Verdrängerdämpfer mit einem geschlossenen Kolben. Wir haben das bedienerfreundlich gemacht, dass wenn du das Lenkrad einschlägst, ganz leicht an die Einsteller hinkommst, um dein Setup von der Straße aufs Rennstrecke-Setup umzuklicken. Wir haben das so entwickelt, dass wir 13 Klicks in der Druckstufe Low Speed, High Speed haben und auch in der Zugstufe absolut ablesbar. Was ganz wichtig ist, wenn wir jetzt gerade über Steifigkeit sprechen, wir haben ja eine McPherson-Achse. So ein Auto hat einen hochperformanten Reifen.
Den kriegt man auf der Rennstrecke nur auf Temperatur, wenn man auch eine Sturzkorrektur hat. Wir haben hier ein einstellbares Stützlager drin. Wir können den Sturz fahren, um den Reifen optimal auf Temperatur zu bekommen. Dann habe ich natürlich noch höhere Seitenkräfte, die ich übertrage. Und deshalb sind wir hier jetzt auf eine 30 mm Kolberstange gegangen. Serienmäßig haben wir eine 22er. Wir waren auf dem KNC-Prüfstand. Wie ist das für dich? Ich meine, ich habe jetzt schon Bilder, Videos in den letzten Wochen, Monaten gesehen. Du bist ja schon fleißig auf der Nordschleife am Testen. Wie ist es jetzt für dich? Wie fühlt sich das Ganze an? Wie muss man das so verstehen? Jetzt, sag ich mal, wenn du das Ganze am Testen bist, die Unterschiede, einfach rein so vom Gefühl für dich. Also ist richtig, wir fahren schon jetzt eine ganze Zeit mit dem Auto, nicht nur Nordschleife. Natürlich, Nordschleife ist ein Hauptbetätigungsfeld für uns. Ja. Das ist ganz klar. Andere Rennstrecken gehören aber genauso dazu, da waren wir auch. Und ich sage es zum Jürgen immer so, das ist ja dieser Dämpfer, diese Dämpftechnologie, Solid Piston, also dieser geschlossene Kolben. Und das ist immer so, beschreibe ich es, mein Solid-Piston-Gefühl, dass diese Technologie einfach dazu führt, dass du eine sehr gute Anbindung des Autos spürst. Das Auto ist sehr gut angebunden, das aber dir nicht, und das ist für mich genau das Entscheidende, mit einer Härte oder einer Steifigkeit erkaufst, die dich irgendwo mehr als nötig negativ beeinflusst. Das heißt, du schaffst es, das Auto zu halten, abzustützen, aber gleichzeitig das Entscheidende, nämlich die Räder da zu behalten, wo sie hingehören, auf den Boden. Ja. Und klar, man muss ja dazu jetzt sagen, es ist ja wirklich eine Weltneuheit, die es ja jetzt erstmalig mit Straßenzulassung gibt, die ja wirklich, ja, wie du es jetzt gerade so schön gesagt hast, ja rein aus dem Motorsport kommt. Aber natürlich ja auch ein wichtiges Thema. Wir reden ja von Straßenzulassung. Ja. Das heißt, du hast jetzt auch gerade schon gesagt, du fährst natürlich auch viele Kilometer auf der Straße ab. Und ich finde, für mich persönlich gibt es nichts Schöneres, wenn du ein Fahrzeug hast, was extrem gut auf der Rennstrecke performt, du aber genauso auch auf der anderen Seite entspannt auf der Straße fahren kannst. Wie ist es da für dich jetzt vom Gefühl? Merkst du schon, er ist schon eher härter ausgelegt, oder sagst du, das ist entspannt zum Fahren? Es ist auf jeden Fall so, jede Rennstreckenerprobung, die wir bisher gemacht haben, hat das Auto auch auf der Straße dorthin absolviert und genauso wieder zurück. Das heißt, es gab keine Transporte, irgendwelche LKW, sonst was. Das Auto wird gefahren, ist auch ganz wichtig. Und es ist auch so, dass du mit einer Einstellung, mit der du auf der Nordschleife wirklich am Limit schnell fahren kannst und das Auto perfekt spürst, genauso nach Hause fährst. Und wenn man jetzt so zum Beispiel, weiß jetzt nicht, ob du das sagen kannst, ja, aber für mich natürlich sehr, sehr spannend. Ich denke, für uns alle ja auch, am Ende des Tages, wenn man das jetzt mit einem Serien-BMW M2 vergleicht, kann man eigentlich schon gar nicht mehr vergleichen, oder? Die Kurvengeschwindigkeiten, die du damit jetzt fahren kannst. Ja, das kommt nicht nur aus dem Fahrwerk, das ist natürlich jetzt schwierig, da Zahlenwerte oder Prozent. Klar, das ist ja das Allgemein-Package, klar. Genau, das ist das ganze Paket, das wir erproben. Wir erproben es bewusst im Paket und keine Einzelkomponenten. Wir haben natürlich angefangen irgendwann mit Versuchsträgern, erstmal so wie hier in dem M2, den du da drüben siehst, nur das Fahrwerk zu fahren, zu schauen, was sind die Dinge, die wir vielleicht anpassen müssen, wo sind wir schon gut, wo können wir besser werden. Aber in Summe, das, was auf der Rennstrecke am Ende gelandet ist in der Erprobung, war immer Gesamtpaket. Deswegen eher schwer zu sagen, dass er schneller sein wird als ein M2, dürfte jedem klar sein. Aber und man muss ja dazu sagen, wir befinden uns ja noch voll und ganz in der Entwicklung, absolut, genau. Aktuell. Kannst du ungefähr sagen, was du schon Kilometer gefahren bist jetzt? Also das Auto, was immer wieder in den Medien zu sehen war, seit wir ihn umgebaut haben und seit wir angefangen haben zu erproben, sind das geschätzte 20.000, ja. Boah, das ist schon ordentlich. Du sprichst ja von einer Weltneuheit, die es halt jetzt erstmalig in einem Straßenfahrzeug gibt mit kompletter Straßenzulassung. Ist natürlich für euch auch so ein Thema, sich da erstmal ranzutasten von der Entwicklung und allem drum und dran? Oder sagt ihr, ist eigentlich gut möglich und man entwickelt sich da sehr gut weiter? Unser Ziel ist immer, dass wir Rennsporttechnologien auf die Straße bringen. Da haben wir schon in Sonderprojekte auch M4, GTS mit BMW zusammengearbeitet. Also wir kennen die Requirements, die BMW hat. Deshalb ist es jetzt für uns klar, wo es hingehen muss. Ne? Trotzdem ist es natürlich ein ganz neues, besonderes Produkt. Ich wollte gerade sagen. Aber wir haben die Fakten im Vorfeld schon, können in der Simulation natürlich
schauen, das, was ich vorher kurz beschrieben habe. Wir holen uns Daten vom KNC-Prüfstand, dann können wir für die Simulation natürlich Seitenlasten und so weiter entsprechend schon vorsimulieren, kommen dann auf eine optimale Dimensionierung. Wir hätten jetzt auch stumpf den Renndämpfer aus dem M4 GT4 zum Beispiel nehmen können. Das ist ein Upside-Down-Dämpfer, der hat eine 40er-Patrone, aber die hat natürlich auch eine höhere Reibung. Ja. Die ist wartungsintensiv. Ne? Ja. Also wir brauchten eine Lösung, die hohe Sturzsteifigkeit hat, die eine minimale Reibung hat, weil der Serien M4 spricht super schön an. Ne? Das Target war, die Dämpfung muss auch feinfühlig ansprechen, also brauchen wir ein reibungsoptimiertes System, sturzsteifes System. Und das ist uns gelungen mit dem Through-Rod-Dämpfer. Der Dämpfer hat auch die Besonderheit, wir brauchen gar keine Gasausschubskraft mehr berücksichtigen. Da ist kein Gasdruck drin, wie jetzt in den anderen Dämpfersystemen. Wir haben die gleichen Kolbenstangenvolumen auf der Druck- wie auf der Zugstufenseite, das gleiche Kolbenverdrängungsvolumen und dadurch halt keine Temperatureinflüsse, wie es selber bei anderen Systemen ist. Ein ganz feinfühliges Ansprechen, das ist das, was Jörg vorher sagt. Wir brauchen immer die hohen Federrate, die uns dann den Komfort komplett kaputt machen, aber das ist auch im GT3-Motorsport so. Also die leistungsfähige Dämpfung führt dazu, dass wir weniger Federrate heute fahren, bessere Radlastschwankungen haben, bessere Reifennutzung haben. Man sagt dann oft, die Autos fühlen sich komfortabler an wie früher, die Rennautos, aber das hängt damit zusammen, dass einfach mehr hydraulisches Volumen, weniger Innendruck, um die gleiche Kräfte zu generieren, und das ist das, was man einfach als Fahrer spürt. Ja. Jonas, jetzt muss ich dir eine Frage stellen, weil bitte, ja. Ich meine, du ja als M-Performance-Chef, seid ihr auf die Idee gekommen, hey komm, wir machen jetzt hier beim M2, wir wollen jetzt mal richtig einen raushauen. Seid ihr dann so auf die Idee gekommen, wir gehen jetzt zu KW hin, wir wollen was richtig Spezielles, oder habt ihr schon so vorab so gesagt, okay, wie können wir den M2 als M-Performance richtig schnell machen? Wie kann man sich sowas vorstellen, dass man so auf die Idee kommt? Ich meine, wir haben ja schon in der Vergangenheit gesehen, du siehst unheimlich viele M-Fahrzeuge bei den Trackdays. Ja, es ist einfach das perfekte Fahrzeug für einen Trackday, sei es der M2 oder der M4. Was wir aber wenig gesehen haben, war das Thema M-Performance-Parts. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir uns mal anschauen. Ja, das ist eine Klientel, die wollen wir natürlich auch bedienen, und das machen wir jetzt hier mit dem Track-Kit. Das ist wirklich ein Kit, ein Thema, wo wir rein auf das Thema Performance abzielen. Und da haben wir uns natürlich dann auch eng mit der M GmbH, eben auch mit dem Jörg zusammengesetzt und mit den ganzen Entwicklungskollegen und haben überlegt, was können wir denn machen gemeinsam. Dann sind wir eben auf die Idee gekommen, wir gehen auch mal ein ganz anderes Dämpferformat rein. Ja, das wurde ja schon jetzt erklärt vom Jürgen und vom Jörg. Wir gehen da nochmal einen anderen Weg. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja Wahnsinn, was ihr für einen Aufwand betreibt dafür. Das ist schon verrückt, weil es sind ja nicht nur die ganzen Parts, die ganzen Teile, sondern auch wirklich Fahrwerk, das ganze Thema Entwicklung, was du Kilometer drauf fährst. Wir befinden uns gerade mitten in der Entwicklung. Das ist schon immens. Ja. Genau, der nächste Schritt ist ja dann, greife ich jetzt ein bisschen vor, wir gehen ja noch in den Windkanal mit dir, in den BMW-Windkanal, wo wir uns das Thema Aero anschauen. Robert, da blasen wir dich mal dann richtig auf. Genau. Da stecken wir dich mal rein dann in den Windkanal. Dann schauen wir mal, ob du davon fliegst. Ich bin aerodynamisch. Genau, und das sind die Themen, klar. Das wächst natürlich auch, ja. Da kommen wieder die Idee mit dazu und die Idee mit dazu. Aber wir haben jetzt auch gesagt, jetzt haben wir genug Ideen, jetzt setzen wir es um. Und wir wollen es natürlich auch nach BMW Standard und nach BMW Qualität machen. Ja, und das ist uns ganz, ganz wichtig. Wahnsinn. Aber jetzt hau ich einfach mal einen rein. Gab es da größere Challenges bei gerade so einem neuen Fahrwerk, das auf die Straße zu bringen? Gute Frage, Robert. Weil das machst du ja nicht einfach mal so über Nacht, glaube ich. Ja, sicher die große Challenge war natürlich, die Requirements von dem BMW zu erfüllen, ne? Der dann einfach sagt, wir müssen die Anzahl von Kilometer abprüfen, wir müssen auf der Nordschleife fahren und das Produkt dann eben so auszulegen, dass man auf der einen Seite maximale Performance rausholt und auf der anderen Seite natürlich die ganzen Themen Dauerbetriebsfestigkeit vorsimuliert. Und wenn ich da vielleicht noch ergänzen kann, und das ist das, was aus unserer Sicht das Paket ausmacht, dass das eben ein in sich stimmiges Paket ist. Thema mechanischer Grip und aerodynamischer Grip. Das wollte ich jetzt gerade, das habe ich ja vorhin genau gesagt, dieses allgemeine Package. Genau. Und es ist wesentlich schwerer aus meiner Sicht, herausfordernder, so etwas für eine Anwendung zu entwickeln, die auch eine Straßenzulassung haben muss. Im Motorsport ist es
eigentlich furchtbar einfach. Es geht um Performance. Und alles, was nicht der Performance dient, ist nicht wichtig. Das kann klappern, das kann scheppern, das kann nach kurzer Zeit irgendwo Revisionsbedarf haben. Ist so, die Performance zählt, aber hier zählt halt wesentlich mehr. Da geht es um Themen wie zum Beispiel Korrosion, da geht es um Geräusch, da geht es um Dauerhaltbarkeit. Die Kunden sehen wir nicht jede Woche. Ein Rennteam liegt mehrmals die Woche unter dem Auto, der Kunde möglicherweise viel seltener. Und das alles muss bedacht und am Ende auch in der Entwicklung irgendwo abgebildet sein. Und deswegen finde ich es wesentlich schwieriger und aufwendiger, das, was wir uns ans Bein gebunden haben, als eine reine Motorsportlösung. Nur einmal kurz, die Federn sind die, was eingebaut sind, richtig? Nee, das ist jetzt. Die sind für dich, Robert. Das ist eigentlich. Für den X1. Für den X1 sind die dann. Das ist jetzt der Vergleich, wie klobig so ein Vorderachsfederbein aus dem GT4-Auto ist und wie schwer, was wir hier dann eben nochmal an Entwicklungsleistung reingebracht haben, um da so ein ganz leichtes, filigranes Federbein in Können wir die mal Aluminium. nebeneinander halten? Kannst du? Ja, können wir natürlich schauen, aber Robert, ich wusste gar nicht, dass du so im Fahrwerksthema drinnen bist. Klar, Das ist ja Du Wahnsinn. hast, das ist für mein Auto. hier, sage ich mal, vom Package ein Upside-Down-Dämpfer, der hat weniger Federweg. Ne? Das wäre für ein Straßenauto dann auch vielleicht schon zu wenig. Brauchen noch einen extra Hydraulikschlauch. Hier haben wir, durch das, dass es ein Screw-Rod-Dämpfer ist, brauchen wir gar kein Gasvolumen mehr. Wir haben ein reines Ausdehnungsvolumen für die Erwärmung vom Öl. Aber wir müssen hier jetzt kein Gasreservoir vorhalten, wie jetzt in diesem Upside-Down-System. Der Ventilblock kann von Hand nicht bedient werden. Hier brauchen wir ein spezielles Werkzeug, was jetzt im Rennsport kein Problem ist. Das ist so heiß, da langt keiner ohne Werkzeug hin. Aber im Straßenauto war es schon das Thema Lenkeinschlag und an die Dämpferkraftverstellung hinkommen zu können. Oben den Drehausgleich nicht begrenzen zu müssen bei so einem Ventilblock. Der darf natürlich beim Lenken nirgends anstoßen. Also muss speziell hier mechanisch begrenzen. Mechanisch begrenzen macht Geräusche. Das geht im Rennauto, im Straßenauto geht es nicht. Und insofern war eben der Screw-Rod-Dämpfer, die Anordnung vom Ventilblock in der Mitte, eine durchgängige Kolbenstange. Der Kolbe sitzt in der Mitte und je nach Bewegungsrichtung überströme ich eben das Zugstufe- oder Druckstufenventil. Also ganz, ganz charmantes Package und easy zum Einstellen für den Kunden und ganz wichtiges Thema, einfach Ja, auch Gewicht ein reduzieren. Profi-Werkzeug für den Konsumermarkt, wenn man das so sagen darf. Wichtig, ja. Robert, du hast es auf den Punkt gebracht. Sag ich. Ich habe ChatGPT gefragt. Achso, deswegen, okay. Ziehen wir weiter, oder? Ja, von meiner Seite aus gerne. Ich folge euch einfach. Ich weiß ja eh nicht, Jürgen, du wohin. gehst vor, du bist der Hausherr. Dann Genau. gehen wir zum Fahrdynamikprüfstand. Das Auto kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Wollte gerade sagen. So viel kann ich schon sagen. Und blöd gesagt, Jörg, das Auto wird so schon für die Nordschleife mehr oder weniger vorbereitet und du fährst es dann unter realen Bedingungen ab. Das ist richtig. Jetzt sogar ist es so, wir waren bereits vor Monaten mit dem Projekt hier am Prüfstand. Das kannst du so als Grundauslegung sehen. Wir wollten sehen, wie das Fahrwerk in diesem Auto funktioniert. Das heißt, das Rad bekommt eine Anregung. Du schaust dir an das Abklingverhalten und so weiter. Dann waren wir die ganze Zeit jetzt im zweiten Halbjahr diesen Jahres auf den Rennstrecken unterwegs, haben auch Änderungen gemacht. Setup, wirklich intensive mechanische Setup-Arbeit gemacht. Und jetzt ist eigentlich der Punkt, an dem wir noch einmal sehen wollen, zurück am Prüfstand, wie wirkt sich das Ganze aus, wirklich unter Laborbedingungen, um diese Änderungen erstens zu verifizieren und zweitens auch unsere Clickings, unsere Einstellungen nochmal zu sehen. Passt es so, wirkt es so, wie wir es uns gedacht haben? Und quasi auch nochmal einen Rückschluss zu ziehen von der Arbeit auf der Strecke wieder auf den Prüfstand, wie es am Anfang auch war. Prüfstand hat die Arbeit auf der Strecke erleichtert und jetzt sind wir auf der Strecke, sagen wir, beim Füllstand von 80% des Setups. Wir sind relativ weit gekommen dieses Jahr und jetzt müssen wir das Ganze eben wieder zurückspiegeln. Kann ich da auch eins sagen dazu, das darf ich vielleicht schon verraten. Dieses Auto auf der Nordschleife, wenn du als einen Bookend einen serienmäßigen M2 siehst und auf der anderen Seite einen als Beispiel M4 GT4, das sind so mal die beiden Bookends, und das Auto irgendwo dazwischen einsortieren musst und einfach nur auf das Gefühl beim Fahren gehst, dann sortiere ich dieses Projekt wesentlich näher beim GT4 ein, als beim Straßen-M2, obwohl es im Prinzip ein Straßen-M2 ist, den wir mit dem Track-Day-Kit ausrüsten, aber er bleibt dann M2 von der Leistungsfähigkeit alles, aber trotzdem, wenn du drin sitzt und einfach das Gefühl beim Fahren auf dich wirken lässt, ist er für mich deutlich näher am GT4.
Das glaube ich voll und ganz das glaube ich voll und ganz die Veränderungen, die ihr hier vorgenommen habt, beziehungsweise vornimmt. Ich weiß ja nicht, kann man vielleicht ein bisschen was demonstrieren? Vielleicht. Robert, weißt du, was ich eigentlich geil finde? Ich meine, das kann man ja richtig durchrütteln, oder? Das Auto. Kann man richtig durchdrücken. Robert, willst du irgendwie mal auf dem Beifahrersitz mal so richtig so durchgerüttelt werden? Okay, kannst du mal probieren. Ja? Aber wieso machst du es denn nicht du? Weil ich die Kamera übernehme. Ich muss das ja von außen, ich muss das ja analysieren. Verstehst du? Kannst du mal probieren? Ja? Wenn es Beifahrer gibt es ja noch einen, ja? Kann man dürfen wir auf dem Beifahrersitz Platz nehmen, geht das? Kann man machen, ja, klar. Also siehst du, schau, ich sitze da links, der Kartoffelsack. Ja, das ist Da bin ich. dein Gewicht simuliert. Ja, 5 Kilo, super. 500 Kilo eher. Ja. Alter, da geht das Fahrwerk aber gleich. Ach, anscheinend brauche ich mich gar nicht. Okay. Aber auf maximale Stufe bitte, dass der richtig durchgerüttelt wird, der Robert, oder? Hä? Bist du Schiss? Alter. Muss ich irgendwas einstellen auf M2 oder so? Ja, das ist alles schon. Du kannst auch einfach einen Gang einlegen und vorwärts durchfahren oder rückwärts. Hey, kann ich mich mit CarPlay verbinden? Wir können es gerne probieren. Okay, fährt sich das hier irgendwie so ein bisschen hoch. Ja, ich sehe bei gar nichts, gell? Ja, der wird jetzt wohl kaum in die Luft springen, Robert. So ein Lowrider, weißt du, wie die Amis das haben. Hey, aber es sieht so brutal aus, das Auto von außen. Ich muss sagen, steht dir, Robert. Wenn es ist, ich habe einen Schlüssel, ja, dann können wir eine Runde drehen. Jetzt geht's los. Ja, ja. Wir sind ready. Robert, ich würde mal sagen, das... Okay. Ja, es ist so, als würdest du über einen Schotter fahren. Wie? Wenn du über einen Schotter fahren würdest, kriegst du gar keinen Bock mehr raus. Das sind aber schon gute Schwingungen. Ich würde mal sagen, es ist eine gute Massage, oder? Massage wäre schöner. Junge, das haut schon gut rein. Ja, aber das ist schon krass, wie das hier schon... Das sehen wir mal ganz genau, die Schwingungen. Crazy. Und? Wie war das Gefühl? Ey, das war Schotterweg, aber so mit stabilen 50 km/h, aber ohne dass die Steine fliegen. Der Fahrerplatz war schon mal frei auch für dich, gell? Ja, da sitze ich ja schon. Ja, komm, setz dich mal rein. Machen wir uns hier gemütlich. Jetzt sollen wir uns gemütlich Ja, machen. komm, setz dich doch rein. Ich kann mich doch nicht auf den Kartoffelsack Ja, setzen. den Haus raus. Okay, Schau, alles klar. Kollege macht das schon. Nein, ey. Weißt du, was nämlich jetzt das Gute ist? Ja. Ich kann endlich in diesen Sitzen Platz nehmen. Robert, darf ich das mal zu dir übergeben? Jetzt bin ich nämlich mal gespannt. Ich bin da nämlich überhaupt nicht drinnen gesessen bis heute. Hey, du bist zuletzt mal drin gesessen. Bin ich da schon drin gesessen? Ja, klar. Ich meine, wir dürfen es ja schon wieder nicht laut sagen, aber diese Sitze... Das sind so. Ja, ich hab den normalen Sitz, glaube ich, oder? Nee, du hast den Nee. auch. Hey, geil, Mann. Ey, du sitzt hier drinnen, das ist so geil. Hey, das sollte ich ja mal jetzt richtig durchrütteln, der Kollege. Was das für ein Feeling ist. Das ist geil. Mir ist jetzt schon schlecht. Hey, du bist so ein schlechter Beifahrer. So wie das jetzt. Ich sitze auf dem Fahrersitz. Ja, aber du fährst nicht. Ja, das ist das Problem. Aber wir hätten den Schlüssel da. Wir sind ready. Lass jucken. Reiß auf. Boah, Digga. Alter, ab. Okay. Ich hoffe, jetzt wird es auch auf der Kamera ersichtlich, was hier drin abgeht, Mann. Alter. Also, Alter. Ja, da geht schon noch mehr. Hey, wir haben jetzt gesagt, dass wir noch ein bisschen Gas geben. Also, wer die Strecke mit seinem M2 fährt, das ist ja geisteskrank. Hey, Ich glaube, wir kriegen irgendjemand ruft dir gerade. an. Da ruft jemand an. Boah. Alter. Ey, wir werden jetzt schon wieder angerufen. Also, wer mit seinem M2 so eine Strecke fährt, das ist ja völlig geisteskrank. Also, das hat ja nichts mehr mit Schotterweg fahren zu tun. Ey, ist schon wieder jemand am Telefon. Robert, wen rufst du da die ganze Zeit an? Hey, irgendjemand wird angerufen. Alter! Junge. Ja, aber das muss alles ein Problem. Welcher Mensch fährt bitte so eine Strecke mit Alter? Ich. Junge, jetzt reicht's mir aber. Ich Ja, gehe jetzt raus. Also wer mit seinem M2 so eine Strecke fährt, dem ist ja nicht mehr zu helfen. Aber ich meine, das ist ja verrückt, was das Fahrwerk aushält. Ja, wir haben auf der Rennstrecke natürlich auch wahnsinnige Anregungen. Jetzt sind wir zwar Straßenprofile gefahren, aber überleg dir Curbüberfahrten.
Ja. die wir stimmt. simulieren können. Wir fahren durch die Fuchsröhre. Du hast nachher natürlich Passagen, wo der Abtrieb richtig wirkt. Ne? Das ist ja auch das Thema heute. Ne? Warum sind wir jetzt zum zweiten Mal am Seven Post? Kannst du ungefähr einschätzen, was ihr, sage ich mal, an Stunden verbringt, was Thema Entwicklung hier jetzt rein nur auf dem Prüfstand angeht? Ja, wenn du jetzt anfängst, noch verschiedene Reifecharakteristiken, Reifen warm, Reifen kalt, was wir hier ja auch machen, dann verbringt man dann schon 2-3 Tage am Fahrdynamik-Prüfstand. Ja. Und das ist jetzt die zweite Runde. Robert, da haben wir gleich noch einen Reifensatz. Meinst du, geht bei mir auf nichts eins drauf? Boah, der ist ja warm. Oh, Wie, das ist warm. schau mal hin. Fahren wir jetzt hier noch ein Rennen, oder wie? Nee. Wir haben ja jetzt vorhin schon gesagt, wir gehen jetzt mehr ins Detail bei den Prüfstandsversuchen. Was auch zum Beispiel ein Punkt ist, ein warmer Reifen, so wie auf der Rennstrecke üblicherweise ja vertrieben wird, hat eine andere Dämpfungseigenschaft wie ein kalter Reifen. Und das ist heute jetzt auch der Punkt. Die Reifen sind auf 86 Grad vorgeheizt. Wir werden die später draufschneiden aufs Auto und werden auch da nochmal dieses Detail betrachten, dass wir den Reifen wirklich so auf dem Prüfstand sehen, wie er auf dem Auto dann auch Ach, drauf ist. das lässt sich messen, oder wie? Bis ins kleinste Detail durchdacht. Voll. Bis ins kleinste Detail wird hier alles entwickelt. Wahnsinn. Also ich Entwickelt, glaube, wir erprobt, haben hier heute getestet. einiges mitnehmen dürfen. Ja, Ja, bis auf einen Fehlersatz. Den habe ich noch nicht mitnehmen dürfen. ja gut, Robert, da schauen wir jetzt mal gleich noch, ob Ja, da schauen wir mal irgendwo ins noch Lager. einer rumliegt, Haben oder? wir extra Kauf. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ne? Es war extrem spannend. Wir werden uns ja eh bald wiedersehen, Absolut. weil, darf man schon verraten, was wir als nächstes machen? Ja. Also als nächstes, jetzt haben wir ja das Thema mechanischer Grip, das haben wir uns jetzt mal angeschaut hier bei KW. Also vielen Dank auch nochmal an dich und an die gesamte Mannschaft von KW, dass wir heute hier sein durften. Ist ja für uns auch immer ein absolutes Highlight. Und das nächste Mal geht es dann wirklich zu BMW in den BMW Windkanal. Und da wirst du dann eben sehen, was wir beim Thema Aero, also aerodynamischen Grip gemacht haben, beziehungsweise machen werden. Ja, also da werden wir schön nochmal in die Details reingehen und mit unseren Aerodynamikern sprechen. Ja, da bin ich richtig gespannt. Also Leute, da können wir uns auf jeden Fall wortwörtlich warm anziehen bei dem Windkanal. Vielen Dank. Wir Sehr gerne. packen es. Mach's gut, ja? Danke. Ciao. Danke für den Besuch. Ja. Vielen Dank Herzlichen nochmal. Dank Hat für mich den wirklich Besuch. sehr gefreut. Ja, höchsten Respekt an das gesamte Team. Also wirklich Wahnsinn gewesen, dass wir hier sein durften. Und dann, wir sehen uns dann spätestens im Windkanal wieder. Anfang So nächsten sieht's aus. Jahres. Robert, Super. dann würde ich sagen, Ja. dann reißen wir mal auf. Alles klar. Und dann. Also, bis Guten dann. Abend. Ciao, ciao. Ja, schön mit dem M5 jetzt, oder wie? Hast du einen Wechsel gemacht, oder was? Chrom vorne, das habe ich aber auch noch nie gesehen. Sieht aber geil aus. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, dass das überhaupt möglich ist. Also das ist schon Wahnsinn gewesen. Erstens, ich hätte niemals gedacht, dass das hier so riesig ist, dass die hier bis zu 900 Mitarbeiter haben. Und was ja wirklich sagen muss, ist, es ist ja verrückt. Es geht ja hier nicht darum, dass ein neues Fahrzeug entwickelt wird, sondern Leute, es wird halt ein Aerodynamikpaket auf dem M2 von M-Performance entwickelt. Und das ist halt schon verrückt. Weil ich meine, du hast ja klar natürlich Spoiler und so weiter und so fort. Aber ich meine, das, was hier gemacht wird, das ist halt völlig verrückt. Weil am Ende des Tages, klar, du kannst sagen, okay, du baust ein Fahrwerk ein. Du baust vorne einen anderen Frontspoiler, einen Heckspoiler drauf. Aber das ist ja wirklich mit dem Trackkit, es ist ja wirklich ein Gesamtpackage. Ja, aber überleg, du musst nicht, sag ich mal, auf Ebay gehen und dir irgendwelche Sachen zusammenkaufen, sondern du gehst zu BMW. Das meinte ich gerade. Hey, was geht ab? Ich brauche ein Kit. 100% Garantie, ja. Das ist richtig. Das sind ja wirklich die Fakten. Ne? Und was da Entwicklungszeit, was da Kosten einfließen. Und für mich ja wirklich das Ausschlaggebende, ich finde es halt einfach so geil und dafür steht BMW M, dafür steht M-Performance, dass die wirklich sagen, hey, wir setzen das um, wir machen das, weil ich bin mir da auch extrem sicher, das wird extrem gut ankommen, weil, Leute, das wird extrem schnell zum Fahren sein, das wird extrem gut zum Fahren sein und vor allem extrem alltagstauglich zum Fahren sein. Und das, glaube ich, das sind halt wirklich diese Punkte, was es halt einfach bei M-Performance ausmacht, dieses komplette Gesamtpackage und dann natürlich mit so einem Partner wie KW, die hier ein Fahrwerk entwickeln, was es halt einfach so in keinem anderen Straßenfahrzeug bisher gegeben hat und was einfach eine absolute Weltneuheit ist. Und man muss ja dazu sagen, es ist ja nicht ein Fahrwerk, was außen, ja, sag ich mal,
aus dem Straßensport kommt, sondern es kommt ja wirklich aus dem Motorsport. Es wurde aus dem Motorsport entwickelt mit Straßenzulassung und das macht halt wirklich diesen riesen Unterschied. Und ich muss mich auch an der Stelle einmal nochmal bedanken. Erstens, Leute, vielen Dank für dieses großartige Feedback beim letzten Video, aber dann natürlich auch ein großes Dankeschön geht raus an M-Performance, an KW, dass wir wirklich hier dieses Privileg bekommen haben, um da hautnah dabei zu sein, euch das hautnah zeigen zu dürfen und vor allem wir uns ja weiterhin mitten in der Entwicklung befinden und das ist halt wirklich schon etwas ganz Spezielles und deswegen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ja, wir haben hier wirklich vieles mitnehmen können. Also ich habe extrem viel mitgenommen. Extrem interessant gewesen, das Thema. Und jetzt würde ich auch sagen, wir machen Schluss mit dem Video. Robert, jetzt muss ich nur mal schauen, dass ich noch 4 gescheite Dämpfer für dich herbekomme, damit wir hier den X1 ein bisschen tiefer legen. Und dann würde ich sagen, reiß mal auf. Wir sehen uns beim nächsten Video und vor allem dann im nächsten Video, wenn es um das Thema Windkanal mit dem BMW M2 Trackkit geht. Peace out.